Herzlich willkommen zu unserem neuen BioMover Talk. Ihr wisst ja, BioMover ist ein Format, da reden wir mit Menschen, die etwas bewegen, etwas verändern wollen und die in der Zukunft etwas machen wollen, was uns allen nützt und hilft. Deswegen freue ich mich jetzt besonders, dass wir heute hier mit einem Experten für Geologie und möglicherweise Geothermie sprechen, Dr. Thomas Kölbel. Und Thomas, du bist Angestellter bei NBW. Wie kommt ein Geologe zu einem Energieversorger? Geologen ist ja nicht gerade die größte Berufsgruppe in Deutschland, aber Tatsache ist schon, dass wir über das Thema Geoenergie auch einen klaren Bezug zur Energieversorgung haben. Und so Einzeltopics wie jetzt Geothermie oder Lithium aus Thermalwasser zu gewinnen oder auch ganz andere Themen, Speicherthemen mit Wasserstoff, da hat natürlich ein Energieversorger einen Bezug zu und braucht da an der Stelle auch einen Geowissenschaftler. Du bist promovierter Geologe. Worüber hast du promoviert? Was war dein Thema? Über Geothermie. Geothermie. Dann sind wir ja eigentlich beim Thema. Eigentlich schon. Ja, Geothermie ist für uns auch ein Thema und für NBW natürlich ein Thema. Warum gerade jetzt? Ist das die Zeit, Alternativen zu suchen? Ist es die Zeit, weil andere Energieträger so teuer geworden sind? Warum jetzt? Ich glaube, es besteht ja gesellschaftlich Konsens darin, dass wir die künftige Energieversorgung immer CO2-emissionsfreier gestalten wollen. Und das bringt dann ganz automatisch die Nutzung erneuerbarer Quellen ins Spiel. Und Geothermie ist eben eine wesentliche Säule im erneuerbaren Energien Ressourcenthema. Und es wurde jahrelang in Deutschland nicht so sehr genutzt. Das ist tatsächlich erst ein Geschehen, das ungefähr seit 30 Jahren zunehmend an Fahrt aufnimmt und jetzt in den letzten Jahren ganz besonders. Und das liegt so ein bisschen daran, dass wir Strom lange Zeit aus Geothermie gemacht haben. Das konnten wir auch ganz gut, haben die Geothermie für die Wärmeversorgung selten eingesetzt. Und es ist aber zunehmend so, dass wir Strom sehr gut auch aus anderen erneuerbaren Quellen darstellen können, auch wirtschaftlich, und auch große Erfolge gefeiert haben als Deutschland. Jetzt wir aber auch sehen müssen und erkennen müssen, dass nur 15% des Wärmebedarfs aktuell aus erneuerbaren Quellen bedient wird. Und da hat die Geothermie eine richtig prominente und technisch hervorragende Rolle. So, als schlichtes Gemüt stelle ich mir bei Geothermie Geysire vor, Island, sowas. Oder vielleicht noch Yellowstone Park. Oder warum gerade jetzt in Deutschland Geothermie ein Thema? Auch in Deutschland gibt es schon Regionen, die sind geothermisch bevorzugt. Und eine davon ist der Oberrheingraben, ist sicherlich von Haus aus mal die beste Ressource, weil ich in vergleichsweise geringerer Tiefe schon hohe Temperaturen bekommen kann bei Bohrungen. Um da mal eine Zahl dran zu hängen, 3000 Meter tief gebohrt sind ungefähr 150 Grad. Und das ist natürlich für eine Wärmeversorgung schon eine richtig ausreichende Temperatur. Und der zweite Punkt, warum dann an die Geothermie an dieser Stelle denken muss, ist, sie hat eine unglaublich hohe Verfügbarkeit. Sie ist Tag und Nacht da das ganze Jahr. Aber 150 Grad ist ja schon mal eine Ansage. Ist das nicht sehr komplex, dann diese dort vorhandene Energie zu transportieren? Ist das nicht sehr kompliziert? Im Grunde nach nicht. Was wir benötigen, sind zwei Bohrungen. Eine Bohrung, in der wir das heiße Thermalwasser nach oben fördern. Dann kommt die energetische Nutzung und dann brauchen wir eine zweite Bohrung, um das Thermalwasser wieder in den Untergrund zu bringen. Das hat verschiedene Gründe. Zum einen ist das Thermalwasser sehr salzig. Ich kann es also nicht in die nächstbeste Kanalisation eingeben, sondern ich muss dafür sorgen, dass es da wieder hinkommt, wo es herkam. Aber gleichzeitig ist das auch für den Geologen ganz wichtig, dass man das macht, weil das Reservoir selber, aus dem wir das fördern, soll möglichst wenig Veränderung erfahren. Das heißt, das, was ich raushole, sollte ich auch möglichst neutral wieder nach unten bringen, um den Untergrund möglichst wenig zu stören. Nun reden wir in einem Gemeinschaftsunternehmen, das wir haben, also Daimler Truck, NBW und die Stadt Wörth, über das Wärmewerk Wörth. Das Ziel ist es ja, das, was du uns schilderst, die Geothermie zu nutzen. Wie muss ich mir das vorstellen? Wie weit seid ihr überhaupt mit den Vorbereitungen dafür, dass es ein Wärmewerk geben kann? Am Anfang steht für den Geowissenschaftler, dass wir die Ressource überhaupt erstmal kennenlernen müssen. Das machen wir mit verschiedenen geophysikalischen Versuchen und Untersuchungsverfahren. 3D-Seismik ist da so ein Stichwort. Und da kriegen wir dann ein hochkomplexes Bild vom Untergrund, dreidimensional. Und wir können uns überlegen, welche Strukturen sind geeignet im Untergrund, um Thermalwasser zu transportieren. Und die würden wir dann gezielt anbohren. Und genau an diesem Punkt sind wir. Wir haben dieses Strukturbild aufgebaut. Wir kennen die 3D-Geologie sehr detailliert mittlerweile. Und wir sind jetzt in der Lage, dass wir Targets, Bohrziele ausweisen können, zu denen man mit einiger Erfolgsaussicht auch bohren kann. Jetzt kann ich mich erinnern, dass man in der Frühphase so astronautenähnliche Fahrzeuge benutzt hat. Die sahen ein bisschen scary aus. So.
Wofür braucht man diese Fahrzeuge und hat man da Schwingungen erzeugt? Wofür waren die notwendig? Ist tatsächlich so, wie du sagst. Wir haben damit Schwingungen in den Untergrund gebracht. Und zwar hatten diese Fahrzeuge, die groß und schwer sind, hatten unten an der Unterseite Rüttelplatten, die auf den Erdboden abgesenkt werden. Und dann fängt das ganze Fahrzeug an, mit diesen Rüttelplatten zu wackeln und sendet dabei Schwingungen in den Untergrund auf. Die Schwingungen werden im Untergrund reflektiert. Das heißt, sie kommen wieder zurück zur Messstation. Die sind viele Tausende in der Region verteilt. Und diese Daten sammeln wir alle in diesen Messstationen ein und daraus machen wir später dieses komplexe 3D-Bild. Das bedeutet aber auch, die Analyse ist ein ganz wesentlicher Teil des Unterfangens und die muss, glaube ich, sehr sorgfältig gemacht werden, damit man daraus dann entsprechende Erkenntnisse gewinnt, wo man wo bohren muss und weiterarbeiten kann, oder? Ja, das ist genau richtig. Das ist schon eine hochkomplexe Analysenmethode, die man sich da aufgebaut hat. Man braucht leistungsstarke Rechner, die Datenmengen sind riesig. Und die Datenmengen sind in Zeit und Räumlichkeit auch verzogen für die Interpretation. Das heißt, ich muss die zuerst einmal wieder alle auf einen Punkt ballen, um dann von da aus zu sagen, so sieht mein Untergrund aus. Nun gab es in den Medien natürlich, diese Fahrzeuge waren ein wunderbares Bild. Gab es auch Befürchtungen bei den Mitbürgern, dass vielleicht im Untergrund, wenn da etwas gemacht wird, das dazu führen könnte, dass es in Häusern meinetwegen Setzungen gibt. Risse und ähnliche Dinge. Was habt ihr da erfahren, so in dem Stadion, in dem ihr jetzt seid? Gibt es sowas oder häuft sich das oder gibt es das fast gar nicht? Nein, wenn man sorgfältig plant und sorgfältige Ausführung hat, dann gibt es das Thema nicht. Und genau das haben wir gemacht. Wir haben erst einmal virtuell Messpunkte verteilt in einem großen Raum, in einer großen Fläche um Wörth herum. Und dann haben wir die Messpunkte analysiert hinsichtlich ihrer Auswirkungen auf die einzelnen Gebäude. Und da, wo eine Auswirkung berechenbar war, haben wir einfach nicht gemessen und haben die Punkte ausgelassen. Das heißt, wir haben explizit vorher nachgeguckt, könnten wir mit dem Rüttelfahrzeug am gegebenen Punkt auch etwas zerstören. Wenn die Gefahr gegeben war, und das hat so ausgereicht, dass die Gefahr gegeben ist, es musste nicht zwangsläufig bewiesen sein, dann haben wir diesen Messpunkt weggelassen. Ist für mich sehr schade, fehlt mir ein Messergebnis. Aber wenn ich 10.000 oder mehr Messpunkte ausgelegt habe, dann ist es nicht schlimm, wenn ich ein paar hundert verliere. Nun ist es ja ein gewisses Maß an Bürgerbeteiligung bei sowas, immer klar. Und war es eigentlich schwierig, die Menschen davon zu überzeugen, dass es sinnvoll ist, da weiterzumachen? Nach meinem Empfinden nicht. Wir sind unglaublich informativ vorgegangen. Wir haben uns in jedem Gemeinderat vorgestellt. Wir waren überall und haben den Leuten erklärt, was wir tun. Wir haben aber auch erklärt, warum wir es tun. Und das Ziel ist ja letzten Endes, eine Wärmeversorgung sicherzustellen, auch für den Daimler-Truck, auch für die Region Wörth, die zukunftsstabil ist und die für die Zukunft einen Mehrwert bietet für das Unternehmen und auch für die Leute, die dort leben. Und insofern war die Akzeptanz gerade in und um Wörth herum doch sehr hoch. Nun haben wir ein Riesenwerk da in Wörth, das ist unser größtes Lkw-Werk. Kann man große Teile des Energiebedarfs durch Geothermie bereitstellen, dass es immer verfügbar ist? Wir haben ja häufig Belastungsspitzen dann, wo man dann immer denkt, da müsste ich eigentlich noch ein Kraftwerk zuschalten. Klappt das mit der Geothermie, mit dem, was ihr bereitstellen könnt? Ja, so wie unsere Analysen aussehen, reicht das. Und da kommt auch so ein bisschen der Charme, den die Geologie hat, eben zum Tragen. Zum einen diese ganzjährige Verfügbarkeit. Nun braucht auch das Werksgelände nicht im Sommer so viel Wärmeenergie wie im Winter, aber man kann beide Szenarien abdecken. Und wenn wir mal ins Detail gucken, es gibt eine Lackiererei, die braucht so etwas wie 130, 150 Grad. Das wiederum können wir aus dem Untergrund darstellen. Also passt eigentlich die Geothermie perfekt zu der Situation vor Ort. Muss man eigentlich trotzdem dann noch Alternativen bereitstellen, um also eine stabile Energieversorgung sicherzustellen? Ich erinnere mich an die Zeit, als wir kein Erdgas mehr benutzen sollten, weil das Zeug aus Russland nicht mehr rüberkam. Wir wollten Erdöl einsetzen, hatten lange Zeit Probleme mit der Genehmigung. Also wie stellt man sicher, dass man immer eine Verfügbarkeit hat für so einen Riesenladen wie das Werk Wörth? Das ist in der Energieversorgung ein grundsätzliches Thema. Die MBW betreibt seit 15 Jahren mittlerweile 2 verschiedene Geothermieanlagen. Eine in Bruchsal, da bin ich Geschäftsführer, das kenne ich sehr gut. Und die Anlagenverfügbarkeit, also die Laufzeit in Stunden pro Jahr, die liegt richtig hoch, über 90%. Heißt aber, ich habe auch immer noch ein kleines Fenster, in dem ich nicht versorgen kann. Und für den Fall muss man natürlich ein Backup-System haben, aber eben nur für diese kleinen Zeiträume, die zweckmäßigerweise im Sommer sind. Das sind unsere Revisionen, wo der Wärmebedarf vom Werk nicht so groß ist. Und dann kann man das mit einer weiteren Alternative abdecken. Okay, wir sind jetzt im Ende Juni. Was braucht es noch, um das Projekt
vollständig abzuschließen, zu sagen, jetzt sind wir soweit, jetzt können Sie ganz normal in die Produktion gehen, das Thema ist durch, wir haben alles gemacht, was wir machen konnten. Ja, ich hatte gerade schon mal gesagt, dass wir aktuell an dem Punkt sind, dass wir den Untergrund jetzt genau kennen und ihn analysieren können. Und das machen wir aktuell. Und das wird auch in den nächsten Wochen abgeschlossen sein. Und dann haben wir im Untergrund Ziele definiert, die anbohrbar sind und eine gewisse erhöhte Erfolgswahrscheinlichkeit haben. Wir können keine 100% versprechen, aber wir können eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit versprechen. Und dann muss man schauen, es muss ja an der Erdoberfläche auch nochmal eine Lokation geben, eine Fläche, an der ich ein Bohrgerät aufstelle und so weiter. Und dann wird aus dem Zusammenspiel zwischen oberirdischem Anteil der Bohranlage und unterirdischem Ziel, wo man hinbohren möchte, wird dann letzten Endes alles entwickelt, was man so an Planungsschritten machen muss, um die Bohrarbeiten durchzuführen. Dann gibt es die erste Bohrung, die wird geprüft, die zweite Bohrung, die wird geprüft, dann werden die beiden Bohrungen gemeinsam geprüft und dann kommt der Moment, wo wir als Geowissenschaftler das Projekt verlassen und die Spezialisten kommen, die Heizwerke und Wärmeübertragersysteme bauen können. Und haben die ein konstantes Monitoring der Anlage, was im Untergrund auch passiert? Können die reagieren, wenn irgendwas schiefläuft oder nicht so funktioniert, wie man sich das vorstellt? Ja, das ist ganz zentral wichtig. Das ist nicht nur für den Betreiber ein wichtiges System, mit dem er seine Anlage regeln und steuern kann. Es ist gleichzeitig auch etwas, was in die Öffentlichkeit getragen werden muss und soll. Es ist wichtig, dass man bei solchen Projekten Riesentransparenz zeigt. Und es sind Themen, die auch immer wieder kommen als Fragen aus der Öffentlichkeit. Kann das Erdbeben geben? Das kann ich kontrollieren als Geowissenschaftler. Ich kann das mitmessen. Ich kann das sogar weitgehend ausschließen. Und diese Sachen muss man in die Öffentlichkeit bringen und zeigen, dass man diese Anlage an der Stelle sauber steuert. Ist nicht das einzige Thema. Es gibt auch noch weitere, wie hebt sich da was, senkt sich da was. Aber das kann man alles mitmessen und mitsteuern. Wie sieht es denn eigentlich mit dem Recycling aus? Das, was ihr rausholt, wird das in irgendeiner Weise bearbeitet, wieder zurückgeführt? Wie läuft das ab? Wie muss ich mir das laienhaft vorstellen? Ist ganz einfach. Wir holen Wasser mit einer Temperatur, ich sage jetzt mal einfach eine Zahl, die muss ich so nicht abbilden, 150 Grad nach oben. Dann wird das thermisch genutzt, um Wärmeenergie bereitzustellen. Und dann schicke ich 60-gradiges Wasser wieder nach unten in den Untergrund. Bis dahin habe ich chemisch, physikalisch, außer der Temperatur an dem Wasser nichts verändert. Und das Thema Salzgehalt, ist das ein Problem im Dauerbetrieb? Also die Wässer sind sehr salzig. 130 Gramm Salz auf einen Liter Wasser, das ist 4-mal mehr als Ozeanwasser. Das ist schon eine Menge. Es war in der Anfangszeit, als wir in den Anlagenbetrieb gegangen sind in den 2000ern, schon ein Thema in Richtung Korrosion und Ähnliches. Das haben wir aber mittlerweile längst bewältigt und können einen stabilen Anlagenbetrieb gewährleisten. Es ist auch heute noch ein Thema, dass wir darauf achten, dass an dieser Stelle nichts in die Umwelt gelangt, was man da nicht haben möchte. Okay. Jetzt ist ein sozusagen Beiprodukt, ein Nebenthema immer bei deiner Arbeit auch die Frage, gibt es Lithium im Untergrund? Warum ist das plötzlich so interessant für die Öffentlichkeit, das Lithium-Thema? Mit der E-Mobilität ist die Nachfrage nach Lithium stark angestiegen. Wir als MBW Forschung, wir haben in 2012 das erste Mal überlegt, aus Thermalwasser Lithium zu gewinnen, weil wir wussten schon, das ist da drin. 160 Milligramm pro Liter, 160 Parts per Million, klingt nach gar nichts. Ne? Ist aber, wenn wir mal die Bruchsaler Anlage nehmen, 14.000 Badewannen voll Wasser täglich, ist es dann plötzlich doch eine Menge. Ja, und jetzt ist absehbar, so sehen es die Analysten, dass wir in 2030 aus den heute klassischen Lagerstätten in Chile meinethalben oder Australien die Versorgung nicht mehr sicherstellen können, dass uns ein großer Anteil fehlt. Also ist es schon so ein bisschen in unserem eigenen Interesse, uns zu überlegen, wo bekommt man denn Lithium her alternativ, welche Optionen gibt es noch. Und die Region zwischen Basel und Mannheim ist für mich als Geowissenschaftler dann ziemlich egal, wo ich bohre. Sobald ich dort Wasser finde, wird es in etwa den gleichen Lithiumgehalt haben. Und die Ressource ist dann auch bemerkenswert groß. Und lohnt sich dann auch eine industrielle Nutzung dessen, was ihr da findet? Ja, aus verschiedenen Gesichtspunkten lohnt sich das. Es ist einmal ganz, ganz einfach gesprochen, dass ich eine heimische Quelle für Lithium benutze. Warum soll ich das Lithium vorher erst einmal um die ganze Welt fahren, damit es bei mir in einer Batteriezelle landet? Das zweite Bild ist schon, dass wir tatsächlich auch als Koprodukt das Lithium in der Geothermieanlage mit
einiger Sicherheit wirtschaftlich fördern können. Das ist aber heute noch nicht Stand der Technik. Wir haben da Forschungsarbeiten zu gehabt, die waren sehr, sehr gut. Wir haben höchst reines Lithium, 99,54% Reinheit, haben wir produziert in Bruchsal in unserer Anlage, aber immer noch in kleinen Mengen. Und um da jetzt in einen wirtschaftlichen Maßstab zu geraten, braucht es sicherlich noch 2, 3, 4 Jahre. Da interessiert mich natürlich jetzt auch die Frage Nachwuchs. Du machst das ja schon eine ganze Weile. Hast du das Gefühl, dass junge Wissenschaftler sich sehr für dieses Thema interessieren? Sowohl für das Thema Wärmewerk, Geothermie als auch für Lithium? Ja, unbedingt beide Themen. Lithium ist für die Chemieingenieurбranche vielleicht das spannendere Thema, Geothermie für die Geowissenschaftler. Wir sehen schon das große Interesse und wir sehen das auch reflektiert an den Universitäten in den verschiedenen Lehrstühlen. So etwas wie einen Geothermie-Lehrstuhl hat es vor 30 Jahren nicht gegeben. Das gibt es mittlerweile an verschiedensten Unis in Deutschland. Und dann ist auch der Enthusiasmus, mit dem die Leute dann bei uns ins Team kommen. Und ich habe ein sehr, sehr junges Team. Ja? Die sind im Mittel vielleicht, also wenn die 30 Jahre alt sind, ist das viel. Die sind aber alle unglaublich enthusiastisch, haben riesen Spaß bei der Arbeit und produzieren dann auch entsprechend gute Ergebnisse. Jetzt habe ich noch eine persönliche Frage. Ich habe gesehen in deinem Lebenslauf, dass du einen Lehrauftrag am KIT hast, im KIT. Was machst du da? Ich habe da tatsächlich Vorlesungen gegeben und jetzt seit 1 oder 2 Jahren nicht mehr zum Thema Geothermie nutzbar machen. Also ganz normal. Also mal sozusagen ein Teil dessen, was da am KIT veranstaltet wird. Da gehöre ich dann in den großen Zirkel derer, die da was erzählen, ja. Gut. Wenn du guckst nach Nachwuchs, welcher Lehrstuhl hier im Großraum oder welche Universität im Großraum im Südwesten ist besonders interessant für dich? Das kann man so pauschal gar nicht sagen. Es ist immer sehr spezifisch von der Frage abhängig. Ne? Es ist natürlich schon in der ganzen Branche bekannt, dass das KIT in Karlsruhe hier ein hohes Renommee hat und die können auch unglaublich viele Fragen mit ihrer Expertise dann unterstützend bearbeiten. Es gibt aber auch Lehrstühle an anderen Universitäten, bei denen ich einfach sagen muss, in Darmstadt oder gerne auch in Stuttgart, wo auch Experten herkommen und die dann wiederum für andere Fragestellungen vielleicht den besten Teamplayer darstellen. Thomas, ich sage herzlichen Dank. Ich fand das hochinteressant und ich werde das Wärmewerk Wörth und all das, was damit zusammenhängt, weiter beobachten, beruflich und privat. Herzlichen Dank. Dankeschön. Schönen Dank, dass du gekommen bist. Das war der BioMover Talk, diesmal mit Thomas Kölbel, der bei der NBW arbeitet und ein ganz wesentlicher Treiber des Wärmewerks in Wörth ist, wo die Geothermie nutzbar gemacht wird für die Kommune, aber auch für unser LKW-Werk in Wörth. Schön, dass ihr dabei wart. Hoffe, hat ein bisschen Spaß gemacht beim Zugucken und Zuhören. Das war's. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten BioMover Talk.